Hallo und herzlich willkommen auf dem YouTube-Kanal von Pull Up in Dip. Mein Name ist Flex und ich zeige dir heute, wie du im Calisthenics-Training deinen Rücken trainieren kannst. Da haben wir 6 Übungen für dich vorbereitet, wie du am effizientesten und am einfachsten deinen Rücken trainieren kannst. Viel Spaß dabei! Kommen wir zur ersten Übung und wer hätte es gedacht, die Klimmzüge. Die Klimmzüge grundsätzlich sind einfach die ganzheitlichste Rückenübung, die es gibt, die man mit dem eigenen Körpergewicht trainieren kann. Deswegen zeigen wir euch mal kurz, wie wir das Ganze ausführen. Das heißt, wir suchen eine Griffbreite, dass wir an der höchsten Position den Ellbogen unterhalb des Handgelenks positionieren können. Dann ziehen wir unsere Schulterblätter aktiv nach hinten unten und bringen uns gleichzeitig nach oben, strecken oben die Brust raus, bringen an höchster Stelle die Schulterblätter aktiv zusammen, der Hintern ist angespannt und genau, so viel zum Klimmzug. Da haben wir auch schon Videos veröffentlicht, wo wir sehr genau darauf auf die Technik eingehen, kannst du gerne nochmal nachschauen. Ansonsten gilt da zu sagen, wenn du noch keinen Klimmzug kannst, dann kannst du das Ganze mit einem Resistance Band zum Beispiel machen oder vorbereitende Übungen wie Australian Pull-Ups etc. Und wenn Klimmzüge zu einfach für dich sind, dann kannst du dir gerne Zusatzgewicht dranhängen, einfach im Idealfall mit einem Gürtel, mit einem Gewichtsgürtel und da Scheiben dranhängen und dann kannst du das dementsprechend sehr, sehr gut auf dein Level skalieren und anpassen. Kommen wir zur zweiten Übung und zwar die Chin-Ups. Hier nehmen wir eine Griffbreite ein, die etwas breiter als schulterbreit ist. Ziehen auch hier aktiv die Schulterblätter nach unten, fixieren sie dort und gleichzeitig beugen wir den Arm und ziehen uns nach oben. Brust raus, Schulterblätter nach hinten unten zusammen, Hintern angespannt. Da einfach wichtig, dass du wirklich Körperkontrolle hast, dass die Beine nicht nach vorne schnalzen, sondern dass du wirklich dein Gluteus aktiv anspannst und wirklich den ganzen Körper, die ganze hintere Kette unter Spannung hast. Grundsätzlich bei den Chin-Ups zu sagen, erfahrungsgemäß tun sich sehr, sehr viele Anfänger vor allem mit Chin-Ups leichter, weil sie einfach dadurch, dass die Hand schon quasi nach außen gedreht ist, die Schultern außen rotiert und dementsprechend jeder oder die meisten sich einfach leichter tun, die Schulter anzusteuern, sie nur noch nach unten zu bringen und dann anzuziehen und an dem letzten Teil den Bizeps mit reinzubringen. Aus diesem Grund kannst du auch die Chin-Ups erstmal machen, solltest du noch keine Pull-Ups können. Trotzdem wird der Chin-Up dir dabei helfen, auch in den Pull-Ups stärker zu werden. Genau, so viel dazu. Auch hier, wenn du es leichter haben möchtest, gerne ein Resistance Band benutzen. Wenn du es schwerer haben möchtest, einfach Zusatzgewicht ranhängen. Kommen wir zur Übung 3 und 4. Diese Übungen, die sind sehr, sehr ähnlich verwandt, einmal schwieriger, einmal leichter. Wir fangen an mit den Australian Archer Pull-Ups. Das bedeutet, wir brauchen Ringe, hängen diese genau auf ca. Hüfthöhe auf. Dann stellen wir unsere Füße Unterschenkel zu Oberschenkel 90 Grad auf. Die Hüfte, Hintern ist angespannt, Oberkörper ein Brett. Dann ziehen wir mit einer Hand an und führen die andere Hand nach außen. Genau. Da versuchen, den Arm so gerade wie möglich nach außen zu führen und genau, den Zugarm so neutral wie möglich zu halten. Genau, vielen Dank. Das ist die Übung 3. Übung 4 wären dann die normalen Australian Pull-Ups. Da strecken wir die Beine erstmal aus, machen uns komplett fest, Hintern angespannt, wir sind in einer schönen Linie, ziehen die Schulterblätter nach hinten unten und bringen uns nach oben. Das ist eine etwas leichtere Variante. Hier kann man den Arm jeweils oder die Hand in einem neutralen Pull-Up oder Chin-Up-Griff haben. Hat dann eine kleine Auswirkung auf die jeweilige Muskelgruppen, die angesprochen werden.
Vielen Dank. Wenn diese Übung dir zu einfach ist, dann hast du die Möglichkeit, dass du deine Beine zum Beispiel noch auf eine Erhöhung legst und quasi leicht abgeschrägt, abgeflacht liegst. Dann wird die Übung auch nochmal schwieriger. Wenn sie zu schwer für dich ist, dann einfach aufrechter stehen und dann wird die Übung dementsprechend einfacher. So kannst du die Übung sehr gut für dich skalieren, damit du sie in dein Training gut und sinnvoll integrieren kannst. Kommen wir zu der 5. Übung, den Hinge Rows. Dazu brauchen wir wieder Ringe genau auf der Höhe aufgehängt, wie auf Hüfthöhe aufgehängt. Dann gehen wir einmal in die Ausgangsposition. Im Idealfall sollte deine Hüfte direkt unter der Aufhängung von den Ringen platziert sein. Ist jetzt hier leider nicht möglich. Die Beine genau leicht angewinkelt. Wir ziehen uns an und lassen gleichzeitig die Hüfte nach unten senken. Genau. Dabei schau, dass du die Schulterblätter maximal nach hinten unten ziehst, um deinen Rücken schön unter Spannung zu bringen. Genau, sehr gut. Wie du jetzt schon gesehen hast, der Andi schaut immer leicht nach oben. Wichtig, damit du die Brust rausbringst und dementsprechend die Schulterblätter schöner nach hinten unten ziehen kannst. Nicht nach unten schauen, damit du dich so einrollst, sondern wirklich nach oben öffnen. Die Ellbogen auch hier schauen, dass sie gut nah am Körper bleiben, damit du A, deinen Latissimus gut ansteuern kannst und B, deine Schulterblätter vernünftig nach hinten unten ziehen kannst. Kommen wir zu der letzten Übung und zwar den Reverse Flies an den Ringen. Hier nehmen wir uns wieder Ringe, die auf Hüfthöhe aufgehängt sind. Dann gehen wir etwas zurück, legen uns etwas rein. Da wichtig, dass du nicht zu weit dich horizontal reinlegst, weil die Übung sonst zu schwer wird. Da würdest du nur abfälschen, sondern eher erstmal langsam anfangen, aber dann dementsprechend dich steigern, wenn es zu einfach wird. Die Handflächen zeigen zueinander und dann ziehen wir die Schulterblätter nach hinten zusammen und führen die Arme leicht gebeugt nach außen. Genau. Versuch, dass du immer Spannung auf deinen Schultern hast, auf deinen Schulterblättern hast, die dementsprechend hinten schön, so weit wie es geht, zusammen zu führen, als würdest du mit deinen Schulterblättern hinten eine Nuss knacken wollen und da wirklich die Schulterblätter zusammenzubringen. Das waren die Übungen, wie du mit Calisthenics deinen Rücken trainieren kannst. Grundsätzlich gilt natürlich zu sagen, dass es noch viele weitere Übungen oder Varianten von den jeweiligen Übungen gibt. Das muss man dann immer dementsprechend individuell auch entscheiden, was macht Sinn für das jeweilige Training, für die jeweilige Zielsetzung. Wir sind jetzt auf die 6 Übungen eingegangen, die sehr, sehr gebräuchlich sind und die schon mal den Großteil deiner Rückenmuskulatur abdecken. Von dem her bist du mit diesen Übungen auf jeden Fall extrem gut aufgestellt, wenn du sie in dein Training implementieren solltest. Wenn du nicht weißt, wie du diese Übungen im Idealfall trainieren sollst, dann empfehlen wir dir die Calisthenics Academy von Pull Up and Dip. Hier gibt es ganz klar eine Plattform, wo es Trainingspläne gibt, die strukturiert darauf ausgerichtet sind, dich von A nach B zu bringen, mehr Klimmzüge zu schaffen, deinen ersten Muscle-Up zu lernen oder den Handstand zu erlernen oder auch einfach vernünftig den Rücken zu trainieren und da einen stabilen Rücken aufzubauen. Dementsprechend klick jetzt unten auf den Link und schau dir die ganze Academy gerne mal an. In diesem Sinne, wir sehen uns im nächsten Video. Mach's gut, dein Flex. Ciao, ciao.